Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Feldbahn-Video-Folge hier auf meinem Kanal bei Kuvenau. Heute möchte ich einfach mal gucken, welche maximale Steigung schafft eigentlich so eine Busch-Feldbahnlok. Ich habe schon viel im Internet recherchiert und habe nicht wirklich irgendwas gefunden, irgendwo ein Artikel, auch bei Busch auf der Homepage steht da nicht wirklich was drauf, was für eine maximale Steigung die Lok eigentlich schafft. Deshalb habe ich mir einfach mal gedacht, ich mache mal kurz ein Video darüber und wir testen das Ganze. Zum Testen habe ich jetzt einfach mal hier so ein Stück Holzbrett genommen und habe da ein paar Schienen drauf genagelt. Das Ganze hat jetzt 42 cm. Warum 42? Nein, das habe ich halt gerade momentan noch rumliegen gehabt, das Holz. Deshalb hat es jetzt halt 42 cm. Und da habe ich jetzt mal ein paar Schienen drauf genagelt und habe mir hier mal solche Holzklötze gemacht. Und die haben immer genau 12,6 mm Höhe. Und diese 12,6 mm entsprechen einer Steigung von 3%. 3% Steigung heißt ja nichts anderes, wie dass wir eine Steigung von 3 cm auf 1 Meter haben. Und da ich halt hier keinen kompletten Meter habe, sondern nur 42 cm, sind das eben 12,6 mm. Und da habe ich mir jetzt mal ein paar gemacht und da können wir quasi immer so 3%weise das Ganze erhöhen. Ja, ich glaube, das Ganze habe ich jetzt gemacht für bis zu 25%. Ich denke mal, das werden wir nicht schaffen, aber schauen wir einfach mal. So, die lege ich mal da daneben. Für den Versuchsaufbau reicht es natürlich jetzt nicht, wenn ich hier einfach nur die Lok auf die Schienen stelle, weil selten fährt ja die Lok allein. Ja, wir haben ja Anhänger hinten dran. Ja, bei meinem Projekt, das ich später eventuell mal angehen werde, ich weiß es noch nicht genau, steht noch in den Sternen. Da möchte ich dann eventuell bis zu 5 von diesen Wegen hier fahren lassen. Und das ist jetzt einfach mal die Prämisse, dass wir bis zu 5 von diesen Wegen hier fahren lassen können. Jetzt habe ich natürlich keine 5 von den Wegen hier, oder Wagen. Jetzt habe ich keine 5 von den Wagen hier. Und daher muss ich das Ganze jetzt ein bisschen improvisieren. Deshalb werden wir jetzt erstmal gucken, was eigentlich so ein Wagen wiegt. Dazu habe ich jetzt hier mal eine ganz empfindliche Waage besorgt. Ja, der eine oder andere kennt die ja schon vielleicht. Die reagiert auf 0,1 Gramm. Und jetzt schalten wir das Ding mal ein und stellen einfach mal den Wagen drauf und gucken, was der so wiegt. Und da sehen wir, der hat 3,8 Gramm. Ich hoffe, man kann das hier in der Kamera erkennen. Die 3,8 Gramm runde ich jetzt einfach mal auf ungefähr 4 Gramm auf. Heißt also, den Wagen kann ich jetzt schon mal hier hinten dranhängen. Dann haben wir schon mal die ersten 4 Gramm. Aber da ich ja gesagt habe, ich möchte bis zu 5, müssen wir natürlich da brauchen wir dann noch irgendwie Zusatzgewichte. Die Zusatzgewichte lege ich natürlich jetzt nicht hier drauf, weil da habe ich wenig Fläche, wo ich was drauflegen kann, sondern ich werde den Wagen hier nehmen. Ja, was nehme ich da als Zusatzgewicht? Da habe ich jetzt lang auch hin und her überlegt. Dann stelle ich euch noch mal kurz die Waage hier ins Bild, damit ihr das auch alles noch mal schön seht. Da habe ich mir jetzt, man glaubt es kaum, das sieht recht abenteuerlich aus. Aber das Einzige, was ich an dem Gewicht gefunden habe, was klein genug ist, dass es überhaupt da noch drauf geht und was schwer genug ist, das sind noch so Reste von alten Blei-Ausgleichsgewichte für Autoreifen. Ja, ich zeige euch das mal. Das Ganze habe ich schon mal konfektioniert. Und das Ganze hat jetzt so 16,4 Gramm. Ist sogar noch ein bisschen mehr wie 4 Wagen. Ja, aber das macht ja nichts. Lieber ich gehe jetzt ein bisschen höher. Und wenn es später dann weniger wiegt, dann habe ich sogar noch einen Vorteil. Das Gewicht von dem Wagen, das tue ich jetzt einfach mal ausblenden. Weil das habe ich auch schon mal gemessen. Das waren glaube ich 1,4 Gramm. Naja, komm, also die tun wir mal außen vor lassen. Wie gesagt, ich gehe jetzt lieber ein bisschen höher und dann bin ich später auch auf der sicheren Seite, dass das Gewicht gezogen wird. Jetzt kann ich natürlich das Zeug hier nicht einfach so drauflegen. Wenn das Ding dann später fährt, kann es passieren, dass das Ding runterkippt. Deshalb werde ich das Ganze jetzt erstmal ein bisschen fixieren. Für die Fixierung nehme ich jetzt einfach ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Das habe ich jetzt einfach mal so hier drauf geklebt, weil das geht danach wieder wunderbar ab.
Und jetzt kleben wir die Gewichte hier einfach so drauf und jetzt können sie einfach nicht mehr runterfallen. Hoffe ich zumindest. Und dann hängen wir doch das ganze Teil hier hinten mal noch an. So, jetzt haben wir hier ein richtig schönes Gewicht. Und wenn wir das jetzt einfach mal fahren lassen, runter auf der Ebene, haben wir da schon mal gar kein Problem damit. Wen wundert's, ne? So, dann fahren wir wieder schön zurück. Dann nehmen wir mal die ersten 3%, legen die hier hinten drunter und schauen einfach mal. Oh, so rum. Also man sieht, 3% sind mal gar kein Problem für die Lok. Dann schauen wir mal, wie das Ganze bei 6% aussieht. Okay. Auch 6% sind bisher anscheinend noch kein Problem. Immerhin mit dem Gewicht, was jetzt gute 20 Gramm sind. Dann gehen wir mal her, sagen mal 9%. Also 9%. Ihr seht, das ist jetzt auch schon eine ganz schöne Steigung. Auch hier sieht man, das Ganze sieht noch gut aus. Also ich bin schon positiv überrascht, muss ich sagen. Für diese kleine Lok, dass sie keine Haftreifen hat, ist schon ziemlich Wahnsinn. Also 9% sind schon mal kein Problem. Ich denke auch mal, in der Realität werden 9% schon so ziemlich das Maximum sein, was man gehen wird. Aber wir wollen ja jetzt einfach mal wissen, was ist wirklich das absolute Maximum, das die Lok jetzt zieht. Deshalb machen wir einfach mal weiter. Erhöhen wir auf 12%. Und wir schauen. Nicht schlecht, oder? Also selbst 12% scheinen kein Problem zu sein. Dann machen wir doch glatt mal weiter. Gehen auf 15%. Also ich würde sagen, 15% sind auch noch machbar. Ist schon ein bisschen erstaunlich, was so ein kleines Teil an Gewicht ziehen kann, obwohl es keine Haftreifen hat. Gut, man muss natürlich sagen, der Magnet da unten drunter mit diesen Metalleinlagen, der bringt dann doch schon ziemlich viel Haftung, ne? Also 15% funktionieren auch noch. Dann erhöhen wir doch gleich mal auf 18%. Jawohl, 18%. Also ich muss sagen, bei 18%, es hat zwar jetzt noch funktioniert, aber die Lok hat sich schon extrem schwer getan. Ja, man hat es vielleicht auf dem Video gehört, aber gerade, also das Reale, es war schon eine Qual, muss man sagen. Also 18%, da sind wir jetzt schon wirklich an der Grenze, denke ich mal, angelangt. Man darf ja auch immer nicht vergessen, der Motor muss da eine ganz schöne Belastung aushalten und so eine Steigung, sage ich mal, wenn der das immer mal wieder fahren muss und eine lange Strecke mit der Steigung fahren muss, ist das natürlich auch schon eine extreme Belastung für den Motor. Also ich denke mal, wir sind jetzt hier schon an der Grenze angelangt, aber wir wollen es ja wirklich wissen, was geht maximal. Und deshalb setzen wir jetzt nochmal einer drauf und gehen auf 21%. Und jetzt muss ich erst meine Klötze aufbauen wieder. Oh, so. Das sieht jetzt schon wirklich abenteuerlich aus. Aber probieren wir, was bei 21% passiert. Und hier sehen wir, da brauchen wir gar nicht weitermachen.
21% mit der Belastung, heißt also mit 20 Gramm hinten dran, was wir da jetzt Minimum haben, ist Ende in Gelände. Die Lok dreht einfach frei. Das schafft die nicht mehr. Gehen wir natürlich jetzt mal her und nehmen die Belastung hier hinten mal weg. Dann werden wir sehen, dass das Ganze ohne die Riesenbelastung natürlich funktioniert. Ihr seht, mit jetzt gerade mal 5 Gramm da hinten dran, ja, was das jetzt alles wiegt, geht natürlich auch noch 21%. Ne? Ich denke mal, bei dem niedrigen Gewicht geht dann auch noch mehr. Aber definitiv, sage ich jetzt mal, mit 20 Gramm Belastung, also mit einer Last hinten dran von circa 20 Gramm, ist spätestens bei 18% Steigung Schluss. Ja, das haben wir ja eben gesehen. Also 18, das hat sie noch gemacht. Und alles, was höher war, geht dann nicht mehr. Wobei man halt auch dazu sagen muss, dass 18% absolute Grenze sind. Absolut grenzwertig schon sind. Ja, ich würde sagen, wenn man sich so bei 12 und 15% einpendelt, dann haben wir schon eine extreme Steigung. Sieht mit Sicherheit in der Realität auch schon immer so ganz so schön aus. Ja, aber das sag ich mal, zwischen 12 und 15%, das Ganze kann man noch vertreten. Würde ich jetzt mal behaupten, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, wir haben jetzt hier eine gerade Steigung. Ja, eine gerade Steigung ist immer einfacher für eine Lok, für einen Zug, da wir hier einfach nicht diese Reibkräfte, diese Kurvenreibung haben. Ja, es weiß mit Sicherheit jeder, wenn wir einen langen Zug in einer Kurve fahren, dann haben wir immer ein Problem, dass gerne der Zug in der Kurve rausspringt, einfach weil wir ja die Richtung hier ändern. Ja, ich kann einen riesenlangen Zug ständig geradeaus fahren lassen und wenn ich dann in die Kurve fahre und der Kurvenradius ist zu eng, dann kriege ich da immer in der Kurve Probleme. Deshalb muss man halt immer dazu sagen, bei dieser Steigung, wenn wir jetzt sagen zwischen 12 und 15%, dann würde ich das auf jeden Fall immer nur in der Geraden machen. Sobald ich den Zug in einer Kurve steigen lassen würde, denke ich mal, sind wir bei 9% absolut an der Grenze. Wohlgemerkt mit so circa 20 Gramm da hinten dran. Aber ich denke mal, bei Kurven würde ich definitiv nicht stärker wie 9% gehen. Und mit diesen Bildern sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Wie immer hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.